Im August 2022 kam es an der Oder zu einer Umweltkatastrophe. Etwa 1000 Tonnen Fisch starben, als sich über 300 Flusskilometer die Alge Prymnesium parvum ausbreitete. Fische, Muscheln und Schnecken verendeten, da das Gift dieser Mikroalge die Flussbewohner ersticken ließ. Was führte zu diesem massenhaften Wachstum von Prymnesium? Und wie können wir uns zukünftig besser darauf vorbereiten, um ähnliche Ereignisse zu verhindern? Forschende des Oder-So-Projekts widmen sich diesen Fragen. Heiner Kuhl entschlüsselte den Gencode der Alge Prymnesium parvum, die das Massensterben an der Oder auslöste. Wir haben das Teilprojekt 5 im Oder-So-Projekt und da geht es um die Genomsequenzierung, die Entschlüsselung des gesamten Erbguts der Alge aus der Oder. Zum Beispiel kann man relativ gut die Algen zuordnen zu den verschiedenen Typen anhand der Sequenzdaten, wo man genau sehen kann, aha, unsere Probe aus der Oder, die passt zu dem Typ B. Und der nächste Verwandte, der halt bekannt ist, ist ein Stamm aus Dänemark. Ja, es ist sozusagen eigentlich so eine Diagnose, so ein Diagnosetool. Ja. Was wir machen im Institut, ist die Zellzahl bestimmen in der Oder. Es ist jetzt kein Frühwarnsystem, aber damit kann man sozusagen zeigen, wie das Wachstum der Alge ist und dass die Zellzahlen zunimmt und das, sagen wir mal, 100.000 Zellen pro Milliliter, das ist dann schon eine Algenblüte, dass man da sozusagen dann vorsichtig wird. Und was wir halt über die Gene, die diese Gifte produzieren, versuchen, ist halt auch das zu messen. Geht die Verwendung dieser Gene in der Alge hoch, was dann sozusagen eine Warnstufe wäre für die Alge, könnte toxisch werden. Die Entschlüsselung des Genoms ist ein grundlegender Schritt. Ihre DNA-Struktur zu kennen, soll dabei helfen, besser zu verstehen, wie und wann Prymnesium Gift bildet. Der Salzgehalt und die Nährstoffkonzentration des Wassers sowie die Sonneneinstrahlung spielen dabei eine wichtige Rolle. Deshalb müssen die Umweltbedingungen ständig überwacht werden. Obwohl die winzige Alge selbst für das bloße Auge nicht sichtbar ist, lässt sich ihre Ausbreitung mit Hilfe von Satellitendaten indirekt beobachten. Die Sensoren des Satelliten Sentinel-2 sind in der Lage, Algenchlorophyll, den Farbstoff der Algen, zu erfassen. So können sie in Echtzeit aufzeigen, wo aktuell viele Algen wachsen. Paula Torre-Zaffaroni analysiert die Sentinel-2-Satellitendaten und versucht herauszufinden, wie diese helfen können, zukünftige Massenentwicklungen von Prymnesium parvum besser vorauszusagen. Sentinel-2 is actually 2 satellites that are orbiting the Earth. They take pictures essentially every 2 to 3 days. We are basically deriving 2 kinds of product. One is chlorophyll concentration and the other one is turbidity, which are both essential to understand the river conditions. Every time that the satellite passes, we can get that information within 1 or 2 days to know what the situation is in the river. So by monitoring the dynamics of chlorophyll concentration and also of turbidity, we might be able to forecast what the algae dynamics are happening and what their trend is, with also understanding how much radiation there is available and what the temperatures are like and what the water chemical composition is in one point in time. So we have seen that there is this compound effect in the water chemical composition that is associated with higher salt concentrations in the river, especially during the last 5 to 6 years. And that is a result of higher salt inputs from different sources. We haven't seen any recovery in the chemical water composition, so the salt is very much still there. The conductivity, all those indicators of salinity are still high, and there's no clear indication that this is going to decrease in the short term. Mindestens einmal monatlich, in den Sommermonaten auch häufiger, nehmen MitarbeiterInnen des IGB Wasserproben aus der Oder, um das Wachstum von Prymnesium parvum zu überwachen. Aus den Proben werden im Labor der Salzgehalt und die Nährstoffkonzentrationen im Wasser ermittelt. Neben den Satellitendaten sind diese Untersuchungen unerlässlich, um mögliche Massenentwicklungen von Prymnesium parvum frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. Jörn Gessner forscht nach den Ursachen, die zur folgenschweren Algenblüte von Prymnesium geführt haben.
Die Ursache für das massive Fischsterben ist wahrscheinlich eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, die zusammengewirkt haben. Wir hatten im Sommer 22 ja das Phänomen, dass wir extrem niedrige Abflüsse in der Oder hatten. Das heißt, relativ wenig Wasserdargebot. Es war ein extrem heißer Sommer. Die Wassertemperaturen waren sehr hoch. Der Salzgehalt im Fluss war extrem hoch. Sodass man in Summe sagen muss, das war ein bisschen wie der Perfect Storm. Und die Voraussetzungen waren einfach ideal für eine Massenentwicklung dieser Alge. Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass diese Oder-Katastrophe eigentlich flächendeckend alle Arten betroffen hat. Wir haben keine Arten, die wirklich ausgenommen worden sind von dieser Katastrophe. Wir haben 2024 im Gegensatz zu 2022 noch mal erhöhte Algendichten gehabt, haben aber nicht diese Sterblichkeiten beobachtet. Die Rahmenbedingungen waren halt ganz andere als die wir in 2022 gesehen haben. Deutlich niedrigere Temperaturen, höhere Abflüsse, das heißt auch bessere Verdünnung. Und insofern sind wir deutlich glimpflicher davon gekommen. Aber wie gesagt, es kann in der Zukunft immer wieder passieren, wenn die Rahmenbedingungen passen, dass sich diese Katastrophe wiederholt, solange wir nicht an den Ursachen was ändern.